Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, hier vom Lausitzring bei Dresden. Und ihr könnt es vielleicht schon erkennen, hier hinter mir stehen ein paar sehr, sehr schicke Fahrzeuge. Und zwar handelt es sich hierbei um den AMG GT Black Series. Ja, und ich freue mich heute ganz besonders, weil vielleicht wissen es einige von euch, die mich schon etwas länger kennen. So grundsätzlich habe ich ja eine sehr große Liebe zum SLS Black Series, dem Vorgänger quasi, kann man so sagen. Den bin ich ja schon gefahren, gibt es auch ein Video dazu. Und jetzt bin ich natürlich mal sehr gespannt, wie sich jetzt das aktuelle Modell fährt. Und der sieht ja auch schon mal mega geil aus. Ich switch mal kurz die Kamera, dann könnt ihr euch schon mal vom Äußeren überzeugen. Hier wird schon gefahren. Hier einmal in Silber, einfach ja, Silberpfeil typisch, und dahinter in Orange. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie genau sich die Farbe nennt. Ich schreibe es einfach mal rein. Ah, da werden sie schon angemacht. Dann hören wir einmal hier den Start nochmal. Die werden jetzt warm gelaufen. Ein paar mega schöne Fahrzeuge. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie der sich fährt. Ich zeige euch jetzt noch mal an einem anderen Modell von außen. Vor den älteren Mercedes-Modellen hier schauen wir uns den GT Black Series mal etwas genauer an. Übrigens auch sehr schön, hier im Hintergrund der Vorgänger, der SLS Black Series. Da hat man mal den direkten Vergleich. Ja, fangen wir direkt mal an der Front an. Also erstmal hat der GT Black Series hier einen richtig tief sitzenden Grill. Nochmal von weiter weg. Das sieht wirklich sehr, sehr böse aus, als ob der wirklich ja eigentlich schon auf der Straße aufliegt. Vorne eine richtig große Carbon-Frontspoiler-Lippe, die auch noch mal hier befestigt ist. Und hier die Luftauslässe. Die ganze Motorhaube ist übrigens auch komplett aus Carbon. Sehr, sehr viele Teile sind hier aus Carbon und oder Sichtcarbon. Ja, natürlich Keramikbremsen. Was soll anderes auf diesem Fahrzeug drauf sein? Und die Cup 2 Semi-Slick-Reifen, damit er auch ordentlich klebt auf der Straße. Seitenschweller, Carbon, Diffusor, Carbon. Dann gibt es hier einen einstellbaren Heckflügel, der einfach mal wirklich brachial groß ist. Kann man hier ungefähr erkennen. Wenn man bremst, dann stellt der sich halt hier auch nochmal zum Beispiel auf. Ansonsten kann man den auch nochmal manuell einstellen, direkt für die Rennstrecke. Hier sieht man das auch nochmal, damit er noch mehr Downforce und so weiter hat. 4 Endrohre, runde Endrohre, jeweils 2 links, 2 rechts. In der Mitte haben wir dann die Nebelschlussleuchte. Sieht schon echt brutal aus, das ganze Teil. Dann gehen wir natürlich nochmal ins Interieur über. So, hier schon mal alles hier aus Alcantara. Sowas mag ich ja immer sehr an Fahrzeugen. Ja, hier hat man Gewicht gespart, hier gibt es keinen Türgriff, sondern einfach nur hier diese Schlaufe. Dann natürlich Vollschalen, Carbonsitze, das kann man hier erkennen. Auch mit orangenen Details. Wer das Track Package optional dazu nimmt, der bekommt hier noch so einen 4-Punkt-Gurt für die Rennstrecke. Übrigens immer nur für die Rennstrecke erlaubt, nicht auf der normalen Straße benutzen. Und einen Überrollbügel und ein Feuerlöscher muss hier auch irgendwo noch drin sein. Keine Ahnung, wo der jetzt versteckt ist. Dann einmal Sitzprobe. Die Sitze sind, glaube ich, die gleichen, die auch im GTR drin sind. Kennt man, sportlich, bequem. Allerdings nur vor und zurück einstellbar. Nix hier mit irgendwie elektrisch einstellbar oder so. Zu meinem Nachteil. Ich brauche nämlich jetzt hier gleich für die Rennstrecke Sitzkissen, denn ich kann so gut wie kaum über den Lenker schauen. Also das kann man nur manuell einstellen, indem man den Sitz verschraubt. Ist aber nicht so schlimm, wenn man so ein Fahrzeug sich holt, dann stellt man den Sitz einmal auf sich ein. Okay, wenn man dann öfter mal den Fahrer wechselt, zum Beispiel der Partner fährt da mal oder so, dann ist das vielleicht schon ein bisschen ein kleiner Nachteil, weil dann müsste man jedes Mal den Sitz neu verschrauben. Das Infotainment-System und so, das kennen wir schon aus, ja zum Beispiel kenne ich noch aus meiner C-Klasse, auch sehr cool. Das ist noch nichts Neues, da hat sich noch nichts geändert, der hat auch noch nicht das MBUX, geht das hier auch an. Also hier zum Beispiel mit Touch bedienbar. Auch nochmal am Lenkrad bedienbar. Das kennt man schon, wie gesagt, dieses Infotainment-System. Hier die Traction Control in 10 Stufen einstellbar. Gut, der Wagen ist jetzt nicht an, dann sieht man das nicht. Dann
Das hier in der Mittelkonsole, das sind alles Displays. Wenn das aus ist, dann leuchtet hier gar nichts. Hier kann ich dann ESP, Dämpfung, manuelle Schaltung, automatische Schaltung und so weiter einstellen. Auch das hier kennen wir noch, Schaltknauf. Wie gesagt, hier das Touchfeld. Cupholder hat er sogar drin, USB-Anschluss, also eigentlich alles, was man auch so im Alltag benötigt. Das Lenkrad finde ich sehr schön mit diesem Schwarz-Hochglanz hier. Das sieht sehr, sehr sportlich aus. Normalerweise ist das ja bei Mercedes oder auch bei den AMG-Modellen immer in so Silber-Aluminium, würde ich sagen. Aber in Schwarz-Hochglanz sieht das nochmal richtig böse aus. Okay, das hier würde ich nicht in Schwarz-Hochglanz bestellen. Das ist dieses typische Klavierlack-Design. Das sieht grundsätzlich immer verstaubt, dreckig und man sieht es hier fingerabdruckmäßig aus. Also das kann man bestimmt auch nochmal in Carbon bestellen. Hier im Interieur findet sich auch nochmal Carbon wieder, hier und hier zum Beispiel. Und ansonsten ist halt hier wirklich alles in Alcantara, was das Ganze nochmal sehr, sehr hochwertig aussehen lässt. Dann schauen wir doch mal, was er sonst noch so zu bieten hat. Dafür gehen wir einmal nach hinten. Mann, 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 dieser Heckflügel ist echt verdammt riesig. So, und dann machen wir mal den Kofferraum auf. Und trotzdem, obwohl es so rennstreckenoptimiert ist, dieses Fahrzeug hier, hat er noch unglaublich viel Platz. Ich bin ja mal mit einem normalen GTC verreist und ich muss sagen, da kriegt man wirklich sehr viel rein und das sollte man gar nicht meinen bei so einem Zweisitzer-Sportwagen. Also auch da Alltagstauglichkeit kann man sagen, top. Hier sieht man auch noch mal sehr schön die Heckklappe hier, dass die auch aus Vollcarbon ist. Von innen, von außen ist sie halt lackiert. Hier wieder mit Schlaufe zum Zuziehen. Schauen wir mal unter die Haube, zumindest das, was man hier noch sieht vom Motor. Hier ist natürlich eine Motorraumabdeckung, natürlich auch aus Carbon. Und auch hier sieht man die Motorhaube auch nochmal von unten hier komplett aus Carbon. Ja, unter der Haube sitzt ein 4 Liter V8 Biturbo-Motor, der ganze sage und schreibe 730 PS leistet und 800 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Der Wagen hat eine VMAX von 325 km/h und der schießt von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden, von 0 auf 200 in ganzen 9 Sekunden. Klingt schon ordentlich. Zudem hat er ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, welches auch nochmal abgestimmter ist und nochmal für ein höheres Drehmoment sorgt. Die Zündfolge im Motor wurde auch nochmal so optimiert, dass er nochmal ein sehr, sehr schnelles Ansprechverhalten hat beim Gas geben. Und das werde ich natürlich selbstverständlich jetzt mal auf der Rennstrecke testen. Aber vorher interessiert mich natürlich noch, wie findet ihr den AMG GT Black Series, zumindest schon mal optisch? Schreibt es gern in die Kommentare. So, Safety first. Es muss nicht gut aussehen, es muss nur sicher sein. Runden magst du fahren? Fahren so 4, 5 Runden ja, in der Regel, ja? Das sollte reichen. Ja? Ich bin ja gerade schon gefahren, Strecke kenne ich. Genau. So, da wir ja auf der Rennstrecke sind, darf ich mich auch hier mit dem 4-Punkt-Gurt anschnallen. So, Dann am besten festschnüren, damit ich auch sicher hier drin sitze. Klingt noch sehr ordentlich, obwohl die Autos ja alle leiser werden müssen, aber trotzdem noch ein sehr, sehr schöner, sportlicher Sound. Aber ich will jetzt wissen, wie er sich fährt. Der hat jetzt nur die Fehlermeldung angezeigt, Frontdiffusor ausgezogen. Muss das so? Genau, das ist so, weil diesen Front Diffuser darfst du nur auf der Rennstrecke rausnehmen und deswegen kriegst du den Hinweis dazu. Ah, okay. Genau, wenn du dann fährst, ist es weg und auf der Straße muss der immer drin sein. Alright. So, check, du hörst mich auch? Ja, aber gleich höre ich dich eh nicht mehr. Es ist so laut hier drin. Ich bin dann auch ruhig. Alles klar, ich fahre dir einfach hinterher. Los geht's. Los geht's. Reifen sind schon warm, die sind ja jetzt hier schon den ganzen Tag getreten worden. Trotzdem fahren wir jetzt doch noch mal kurz eine Runde ein hier. Boah, ist der laut von innen! Wahnsinn! Ich verstehe ja mein eigenes Wort hier nicht drin. Er spricht zwar hier durch Funk, aber ich verstehe kein Wort, weil das einfach so laut hier drin ist.
liegt ja so flach auf der Straße, der hat so einen krassen Abtrieb und klebt förmlich hier auf der Straße. Das ist unfassbar. Wahnsinn! Bremsen auch mega. Also dieses Auto hat so eine krass gute Performance. Ich bin ja den SLS, also den Vorgänger, gefahren, der ja aber auch mittlerweile schon über 7 Jahre alt ist. Und das ist krass, wie sich die Technik innerhalb von 7 Jahren weiterentwickelt hat. Weil mit dem SLS habe ich mich nicht so schnell über die Strecke getraut, obwohl der ja auch für damalige Verhältnisse eines der sportlichsten Autos überhaupt war. Aber der hier ist jetzt nochmal so eine Schippe obendrauf. Ich würde echt gern mal so ein bisschen probieren, was hier geht mit ESP und so. Aber ich muss mich jetzt erstmal an die Strecke hier kurz rantasten. Boah, diese Bremse, die backt so heftig. Ich kann es gar nicht glauben. Also bei keinem anderen Auto würde ich hier so schnell in die Kurven fahren. Da merkt man, das ist wirklich Motorsport, was hier drin steckt. Diese Abstimmungen, dem Auto vertraut man einfach. Ganz wichtig, immer mit gerader Lenkradstellung bremsen, also vor den Kurven anbremsen, nicht in den Kurven, weil sonst kommt man ins Schleudern. Woohoo! Geil! Ganz schön lange fahren jetzt. Dann einfach auf Park gehen und sehr gut gefahren. Boah, Wahnsinn. Also, abschließendes Fazit. Der Wagen ist brutal laut von innen, also wirklich brutal laut. Wie gesagt, ich meine, der ist von außen leiser. Aber hier drin hat man richtig Motorsport-Feeling. Es ist einfach nur crazy, wie krank dieser Wagen auf der Straße liegt, wie der auf der Straße klebt, wie sportlich man in so eine Kurve reinfahren kann. Also man muss ja auch erstmal Vertrauen in so ein Auto haben. Das hat man in denen definitiv. Also das ist wirklich ein Track-Tool, ein sehr teures Track-Tool natürlich. Und mal abgesehen davon kriegt man sowieso keinen mehr zu kaufen, weil die sind ja eh immer schon alle ausverkauft, diese limitierten Dinger. Übrigens, der GT Black Series ist nicht offiziell limitiert, also es gibt keine offizielle Zahl, aber der wird über einen Zeitraum von einem Jahr gebaut. Und alle Fahrzeuge, die in diesem Jahr gebaut werden, sind schon ausverkauft. Wie soll es auch anders sein? Aber mein letztes Fazit zu dem GT Black Series.
er hat mich definitiv nicht enttäuscht. Im Gegenteil, er hat mich sogar positiv überrascht. Zu seinem Vorgänger, den SLS Black Series, da liegen wirklich nochmal Welten dazwischen. Ich meine, da sind ja auch nochmal über 7 Jahre Technik und Entwicklung, jetzt neue Technik und Entwicklung drin. Und das merkt man auch definitiv. Der Wagen ist wirklich ein Track-Tool. Kein Vergleich zum normalen GTR, wirklich kein Vergleich. Also das ist nochmal was ganz anderes. Und ja, ich habe auf jeden Fall wieder ein Fahrzeug, welches ich von meiner Bucketlist abhaken kann. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt bitte all eure Gedanken zu diesem Fahrzeug, eure Meinung hier unten in die Kommentare. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch das nächste Video zu sehen bekommt. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.